Goedemorgen en God zijn vrede wens ik in Jiden van Jund. In de laatste weekje leidt Jerry ons dus het thema Endtijd. Voor een paar weken red ik dan al eenmaal intussen darüber, wie wir uns vorbereitet haben für diese Zeit, aber auch wie wir uns gerade nu in dieser Zeit leben sollen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns vorbereitet haben für die Situation, wann Jesus wiederkommt. Vandaar willen we ons even een ganz spezifischen Teil van unserem Charakter Gedanken maken. We zeiden laatst al dat een deel van de voorbereidingstijd voor de eindtijd is dat we op keinen Fall de vrede verlieren hebben. En in deze vrede bevindt zich dat tevreden zijn. En dat is ons thema vandaag. Philippa 4, 11-12 zegt ons, ich red nicht, weil's mir wat fehlt. Ich habe geleerd tevreden te zijn, wo immer mir dat geht. Ich weet, wie dat is, gedemütigt te worden, en wie dat is, van alles te hebben. Ich habe dat geheimnis geleerd, in alle Lage, tevreden te zijn. Ich kan zot oder hungrig zijn, redlich oder knapp te leven hebben. Tevreden zijn is een geschenk van God, wat hij einen jeden einzelnen van ons schenken wil. Wat wir aber weitermachen ist, dass dit Geschenk nicht einfach vom Himmel fällt. Paulus sagt, ich habe dort geleerd tevreden te zijn. En een zeer wichtiger Punkt am tevreden zijn is aan de dankbaarheid. Indem wir über längere Zeit unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, wo wir zufrieden waren mit dem, was wir haben und erleben. Das Geschenk von Zufriedensein ist ein Prozess und nicht eine Sache, was wir von vandaag auf morgen kriegen. Und wenn es ein Prozess ist, erleben wir auch viele Hindernisse, die uns verhindern wollen, dass wir zufrieden waren. Philippa 4, 5-6 sagt, lot alle man seine, wie lieftallig sind. Der Herr ist dich bei, zorg junt am nicht. Lot Gott mit Beten und Prachen und Danken sei alles weiter, was junt fehlt. Das ganze Text von Philippa 4 dreht sich hauptsächlich am Zufriedensein und Frieden haben. Und hier sagt er ganz spezifisch, sorg junt am nicht. Sehr leicht denken wir, dass es doch Dinge in meinem Leben gibt, um die ich mich Sorgen machen soll. Gott sagt hier aber durch Paulus zu uns, dass wir uns überhaupt nicht Sorgen machen sollen. Dat wanneer we dit geschenk van tevreden erhullen willen, hebben willen, dat we ons keine zorgen maken zullen. Nichts soll ons zorgen. Zorgen maken en tevreden zijn Gegensätze. Die stoßen sich gegenüber. Ich kann nicht beides zugleich haben. Das geht einfach nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen gibt, was sich nicht irgendwann Sorgen macht. Keiner macht sich hier Sorgen, aber alle dürfen das. Wenn wir eine Schulter haben würden an uns, dem Teil von Sorgen machen auszuschalten, ich glaube, wir würden alle diesem Schulter ausgeschaltet haben. Aber leider ist das nicht so einfach. Und ein sehr großer Teil von der Sorge, was wir uns machen, ist im Bereich von unseren Beziehungen. Unsere Kinder zum Beispiel, die hören nicht bloß christliche Musik. Und automatisch machen wir uns aus älteren Sorgen im Unterbewusstsein, wie dort unsere Kinder vielleicht schuden können. Deine Frau, die fährt sich vielleicht nie das Kleid schäufeln, und automatisch machst du die Sorge, wie dein Kind nachher aus sein wird. Dein Mann fährt eine Ascension, und automatisch machst du die Sorge, und hast ein bisschen Angst, dass ihm mit einmal was passieren kann. Wir können nicht einfach abhören, uns Sorgen zu machen.
En dat eerste wat we leren moeten is ons zelfs te beobachten en tjitje, wo maak ik me überhaupt alleweil zorgen? Wie maakt je dat niet moe? We zorgenvol, we veel zorgen wie we ons am Leben maken en we weet of wie van tevreden sind. En wenn wir erst einmal erkennen, wo wir alleweil Angst haben und Sorge machen, dann müssen wir lernen, dit wie Gott aufzuheben. Auch wenn das lang geht, diesen Prozess, das Lehren, das lohnt sich. In 1. Johannes 4, 16 bis 17 sagt dort, wir haben dort angesehen und gelehrt, dass Gott uns gut ist. Gott ist leiftolig. Und wer in diesem Leib lebt, lebt an Gott. Und an dem bleibt Gott. Dat Gott seine Leib bei uns ganz angekommen ist, wies sich darin, dass der Gerechtstag uns keine Sorge mehr macht. Weil sonst wir so leben wie auch in dieser Welt. Weil sonst Jesus wir, sonst lebt, so leben wir auch in dieser Welt. Und wir sollen uns nicht Sorgen machen, sagt das hier. Gott ist Leib. Und wenn Gott Leib ist, hat er die gemacht und will, dass du in diesem Leib an Gott lebst. Gott will nicht, dass du Angst hast und die Sorge machst für die Endzeit. Und ganz besonders, dass du die Sorge machst für das letzte Gericht, das will er nicht. Gott hat das einfach nicht für dich geplant, dass du in Angst lebst. Er will, dass du ein Leib zu ihm und ein Leib zu anderen Menschen lebst. Und dann brauchst du die keine Sorge zu machen. In 1. Johannes 4, 18 sagt dort, wir brauchen uns nicht fürchten für einen, der uns wirklich gut ist. So ist er uns rein gut ist, macht alle Angst an uns erneudig. Wer sich noch fürchtet, an dem ist der Leib noch nicht tüßig geworden, weil es fürchtet, dass einer sich verstruft. Desto mehr wir an der Leib leben, desto weniger wo wir Angst haben und uns Sorge machen. Was bedeutet das, an Gott seine Leib zu leben? Wie kriege ich mehr von Gott seine Leib? Viele von uns, wir stellen uns so vor, dass das bloß mit einmal kommt, dass wir voll von Leib sind und voll diese Leib ausleben. Und viele von uns haben auch Momente erlebt, wo eine übernatürliche Leib mit einmal auf uns kommt und wir freuen uns, wir fühlen uns so dicht bei Gott und auf eine unerklärliche Art und Weise erleben wie Gott. Die meisten von uns, glaube ich, können sich erinnern an den Moment, wo wir uns bekehren. Dort wir so ein Moment, da spürt wie Gott. Dort sind besondere Momente im Leben von einem Christ. Aber wir können uns nicht auf diese Erlebnisse verlassen. Die passieren nicht jeder Tag. Und trotzdem soll wir jeder Tag an Gott seine Leib leben. An Gott seine Leib zu leben, muss wir üben. Auch wenn wir das nicht feilen. Und da sind so viele Sachen, die uns hindern, das zu üben. Sehr Folgen sind das unsere eigenen Gedanken. Es ist schlecht. Es sieht das nicht wird. Es ist ein Versager. Keiner sieht mich, keiner will mich. Ich helfe ihr sowieso nicht. Diese Gedanken und diese Wörter, diese Lehres sind eine Wand zwischen dir und Gott. Und die verhindert, dass du Gott seine Leib erleben kannst. Und wenn du die nicht erleben kannst, wie wirst du eine Leib leben? Diese Sorte von Gedanken bewirkt das Gegenteil von Leib. Die bewirkt Angst und Sorge.
En dadurch habe ich keine Möglichkeit, tevreden zu sein. Weißt du, dass Gott die von dieser Lees frei machen will? Dass die ganz befreien will davon? In Psalm 139, 14 sagt dort, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht sie, sagt David, ein Mann nach Gott im Hort. Wann hast du zum letzten Mal gedankt, Gott gedankt für was er dir gemacht hat, was er dir wunderbar und fein gemacht hat? Hast du Gott überhaupt einmal gelobt und gedankt für dich? Oder glaubst du das einfach nicht, dass Gott mit dir was Gutes gemacht hat? Was wir hier verstehen müssen ist, eine stolze Person dankt nicht für wer er ist, der dankt für die gute Sache, was er tut. Eine demütige Person dankt nicht für alles, was sie tut, sondern für ihre Identität an Gott. Dass Gott diese Person wunderbar gemacht hat. Und wenn du sagst, ich sie nicht wird, und du lobst Gott nicht für das, was er gemacht hat, dann stellst du die ewige Gott und sagst, Gott, ich weiß besser als du. Als du mir gemacht hast, hast du einfach versagt. Du hast einen Fehler gemacht. Mit mir ist das nicht. Psalm 139, 14 bis 15. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Deine Worte sind wunderbar, dort weit meine Seele sehr gut. Meine Gestalt wird für die nicht verstocken. Und als ich im Geheimen gemacht ward, wo mir kein Auge sein kann. Deine Augen sagen mir, euer ich geboren wird, meine Tage, die noch kommen sollen, wären alle in dein Buch geschrieben, euer die da wären. Als du an deine Mutter ihrem Buch anfangen Deutsch zu wassen, da habe Gott, Jesus und der Heilige Geist sich taub gesagt. Und die haben sich 9 Monate Zeit gelassen, die zu planen und zu formen. Und du wirst behaupten, du bist nicht gut? Wenn du nicht zufrieden bist, wie Gott dir gemacht hat, wie wirst du mit irgendwas in deinem Leben zufrieden sein? Die eine Sache, was immer bei dir sein wird, bist du selbst. Alles andere wird sich von Zeit zu Zeit verändern. Aber du musst immer mit dir taub leben. Was wenn ein von den Hauptgründen, warum Gott die gemacht hat, ist, Gott will die in diesem Universum. Gott hat die Welt und alles gemacht und er beschäftigt sich dort und denkt, hier fehlt je noch was. Mir fehlt noch eine Person, was so aussieht und was diese Persönlichkeit hat. Und er hat die gemacht und sagt, das Kreid fehlt mir noch. Gott will Kreid die haben. Im Moment leben ungefähr 7 Billionen, ich glaube sogar über 7 Billionen Menschen auf der Erde. Wie groß glaubst du ist die Möglichkeit, dass du der kleinste oder der schmuckste oder der beste Fußballspieler bist? Die Möglichkeit ist mal sehr klein, dass du an irgendwo der Beste von der ganzen Welt bist. Für die meisten von uns hat Gott geplant, dass wir einfach durchschnittliche Menschen sind. Filme und alles an uns Raum macht, dass wir glauben, wir müssen an irgendwo der Beste sein als alle anderen. Dass alle die bewunderen, wie gut du an eine ganz besondere, spezifische Sache bist. Was wenn Gott ganz einfach will, dass du bist? Gott hat die nicht gemacht, damit du arm beeindrucken sollst. Du brauchst nicht die Missionar sein, die Prediger sein, die Mechaniker, die Handelsmann,
die feinste Früh, die fleißigste Mutter und so weiter. Gott hat die nicht gemacht, damit du arm beeindrucken sollst. Gott hat die gemacht, wenn es kriegt, die haben will. So ist die Best. Erfolg in Gott seine Augen ist nicht, dass du ein Ehrenswort der Beste bist. Erfolg in Gott seine Augen ist, dass du Jesus in Menschen lebst und einfach mal du selbst bist, so Gott die gemacht hat. Du brauchst die mit keinem vergleichen und mit keinem kompetieren. Du brauchst nur einfach du selbst zu sein, mit der Kraft vom Heiligen Geist und ausleben für das, was Gott die gemacht hat. In 1. Korinther 7, 17 bis 19 sagt dort, worum das geht ist, dass jeder in dem bleiben soll, was Gott am gegeben hat. Das sagt die Bibel. Und in dem Stand, und wenn Gott einem jeden gewählt hat. Das ist die Anweisung, die ich alle Gemeindes gebe. Die Beschneidung hält nicht, und unbeschneiden sein hält auch nicht. Was das hält, ist Gott seine Gebote zu halten. Jeder soll dort bleiben, wo er ist. Versteht mich hier nicht falsch. Das geht hier um deine Identität in Jesus. So ist Gott die gemacht hat. So ist den Körper uitzet in deine Persönlichkeit, was er dir gegeben hat, dort ist Gott so. Und da, wo er dir angestellt hat, deine Familie, dein Volk, deine Kultur, dort ist Gott so. Du brauchst keine andere Arbeit, keine bessere Position, nicht eine andere Hautfarbe oder eine andere Persönlichkeit, damit Gott die läuft. Er hat die Kraft so gemacht, als du bist, wenn's die Süßheit haben will. Wie viele Menschen sehen nicht ihr lebenslang nach dem Sinn in ihrem Leben? Sie sehen, für was Gott ihnen gemacht hat und was ihre eine große Abgabe auf ihr ist. Da besteht das ganz klar in der Bibel. Gott in Menschenleben in jener machen ist der Sinn von dein Leben. Du kannst, da wo du bist, den Sinn von dein Leben ausleben. Du brauchst nicht Chef von einer großen Fabrik sein. Du musst nicht Missionar in Afrika sein. Gott in Menschenleben in jener machen kannst du, wenn du Mutter oder Vater bist. Wenn du einfacher Arbeiter oder Chef bist. Der Sinn von dein Leben ist ganz einfach, ein Leben zu leben. Und wenn du dort auslebst, und mit deinem Hart akzeptierst, dann wirst du zufrieden sein. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, Gott seine Stimme zu hören. Und das gibt sehr viele Gründe dafür. Aber ein Grund ist ganz einfach, und das ist, wir stellen die falsche Frage. Nicht, dass wir Gott nicht alles fragen dürfen, was wir wollen. Sicher, der wir mit alles vor Gott kommen. Aber wenn du zum Beispiel Gott fragst, was ist der Sinn von meinem Leben? Dann ist die Antwort so einfach und er hat dir all so fucking gegeben, dass du dir nicht mal mehr hören kannst. Gott hat dir eine ganze Bibel mit Beschreibungen über dein Leben gegeben und er hat das dir all tausende Male gesagt, les mein Wort. Da bin ist der Sinn für dein Leben. Ich sage dir nochmal, was da steht. Der Sinn ist, Gott in Menschen zu leben und jener zu machen. Du darfst Gott fragen, wann immer du weißt und so fucking du weißt, was für Arbeit du denn sollst, wo du handreichen sollst, wem du die befreien sollst und so weiter. Das sind alles sehr wichtige Fragen, aber das sind nicht die Fragen, was die Sinn am Leben geben. Op die Frage, wo Gott die ganz sicher jeder Tag eine Antwort geben wird, sind diese. Wem kann ich vandaag op Arbeit deine Leben wiesen? Und Gott gibt dir eine Idee.
En du leefst deze persoon. Du denkst ergens wat Gottes für diese Person. Und auf einmal feilst du sein am Leben und kannst Gott seine Stimme hören. Oder du fragst Gott, wie kann ich die mehr leben in dieser Welt? Und was soll ich an meinem Charakter arbeiten? Was fehlt an meinem Charakter noch zu ändern? Wie kann ich meine Frühe oder meine Tschäne von Dorgne Frieden machen? Wenn wir so eine Frage aus dit stellen, wo wir ganz sicher Gott seine Stimme hören, lehren und ein Sinn am Leben finden. Und wenn wir Sinn am Leben haben, Gott in Menschen leben und jeder machen, dann wollen wir auch Frieden finden und zufrieden sein am Leben. Dat eerste moet wie tevreden worden, damit we Gott mij gemaakt heeft en wat we Gott die gemaakt heeft. Dat is de eerste en ik geloof ook de schwanste Schritt für unsere Kultur. Und dann lernen wir tevreden zu sein. Zoals Gott mij gemaakt heeft. En ik leer tevreden zu sein, krijg dort zu sein, wo hij mij aangestellt heeft. Ons Sinn am Leben ist nicht davon abhängig, was ich tue, sondern wer ich sehe. Und dann kann ich gerade hier, wo ich nu sehe und was ich nu tue, zufrieden sein. Gott hat die gemacht, weil er die haben will, so ist die Best. Wel noch te beten. Herr Jesus, ich danke dir, dat du mij gemaakt hast. Ik dank dir für jede Person, wat ook hier dabei ist vandaag, dat du diese Person gemaakt hast. Ik dank dir, weil du uns gemaakt hast. Ik dank dir, dat du uns einen Sinn am Leben gibst und dat het in Wirklichkeit so einfach ist. Ik dank dir, dat du uns Zufriedenheit schenken wirst, dat wir zufrieden sind am Leben haben. En ik bid dat du ons helpt en dankbaarheid te wassen. Dat du ons helpt tevreden te zijn daar wo wir sind. Herr, help du in jeden Einzelnen, wat hier vandaag dabei ist. Ik zie in jeden Einzelnen, ik bid die, ik lood die aan, Heilige Geest, te ons te reden, en ons te werken, ons diese Zufriedenheit schenken en ons een Leib wassen te laten, dat we die meer leven, andere mensen meer leven en jene maken, Herr, naar deinem Willen nu. Zoals du dat geplant hast für ons leven. Ik dank dir, Herr, in Jesus' Namen. Amen.